Deswegen sammle ich ja auch, weil ich gerne schöne Sachen habe. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Heute gibt es ein Video zu Promos aus der Invincible-Ära, denn das hat sich MJ Live TV gewünscht und ich habe zuerst gedacht, ich glaube, ich habe gar nicht genug Promos aus der Invincible-Ära, um da ein ganzes Video zuzumachen. Aber ich habe doch einige, da kommt dann doch einiges zusammen in den ganzen Jahren und deshalb heute da mal ein ganzes Video zu. Danke übrigens für den Vorschlag, ich freue mich immer über Vorschläge und versuche die dann so gut es geht umzusetzen. Vielleicht sage ich nochmal zu Beginn, was für mich die Invincible-Ära ist. Ja, das ist für mich alles von der Veröffentlichung des Invincible-Albums in 2001 bis hin zu 2009, also die ganze Zeit von Invincible bis zu Michaels Tod. Weil dazwischen ja auch nicht so viel los war, weswegen sich das für mich da jetzt nicht lohnt, da jetzt noch weitere Äras zwischendurch irgendwie aufzumachen. Also geht's los. Hier fangen wir mal an mit einer Promo-Single von You Rock My World von 2001. Eine Promo-Single aus den USA. Ihr seht schon, die hat keinen Barcode. Das ist so eine Besonderheit immer bei Promos, dass die ohne Barcode kommen, weil, naja, der ist dafür da, dass man das irgendwie an der Kasse dann bezahlt, was ja eben bei Promos genau nicht so ist. Die wurden ja an Radiosender oder sowas gegeben oder Musikmagazine, damit die vorab schon einen Eindruck von der Single oder dem Album bekommen konnten. Hier die CD, die ist sehr schön. Da gibt es übrigens verschiedene CDs. Bei einer fehlt irgendwie das Auge oben auf der CD oder so. Da könnt ihr nur mal gucken, da gibt es verschiedene. Bei mir war hier noch so ein Zettel dabei. Ich glaube, das ist Spanisch, was hier drauf steht. Was natürlich sein kann, dass diese, obwohl die in den USA produziert wurde, diese Promo-Single auch in anderen spanischsprachigen Ländern herausgegeben wurde. Ja, das Schöne an dieser CD ist, dass man, naja, wenn man eine US-amerikanische CD von You Rock My World haben will, um diese Promos nicht herumkommt, weil die dort kommerziell nicht veröffentlicht wurde. Aber tatsächlich sind die in so einer großen Auflage herausbekommen, dass man die schon für 10 Euro oder so locker findet, inklusive Versand. Guckt da also mal, wenn ihr die haben möchtet, da müsst ihr nicht so tief in die Tasche greifen für. Bleiben wir bei You Rock My World und bleiben wir auch in Amerika. Hier habe ich eine 12 Zoll Vinyl-Promo-Single von You Rock My World. Also das Cover hier ist nicht bedruckt, das ist ein generisches. Aber die Labels sind natürlich bedruckt und zwar, wie ich finde, sogar besonders schön bedruckt mit Michaels Auge in der Mitte und da das Schwarze in der Mitte von dem Auge, das ist dann das Loch im Label. Das ist wirklich ganz cool gemacht. Ich zeige auch nochmal die andere Seite. Ja, You Rock My World Promo 12 Zoll aus den USA. Und hier kann ich das gleiche sagen wie auch schon bei der CD. Auch die bekommt ihr für ca. 10 Euro. Bei Discogs oder auf eBay, müsst ihr mal gucken. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten Invincible Single. Hier ist eine Promo-CD aus Europa von der Cry Single. Die ist vom Cover her natürlich deutlich anders als das, wie wir das gewohnt sind, aber gefällt mir sehr gut. Ich mag immer schwarz und ich mag auch immer so schlichte Designs. Hier die Rückseite, ihr seht auch hier nirgendwo einen Barcode. Ich mache nochmal auf. Hier ist noch die andere Seite von dem CD-Sleeve. Es ist hier tatsächlich nur der Track Cry drauf, also nicht Shout oder Streetwalker oder was da sonst noch auf den kommerziellen Singles drauf war. Eben nur der Song Cry, geschrieben von R. Kelly. Nicht mein Lieblingssong übrigens. Ich bin generell kein großer Fan von den R. Kelly-Songs, aber das ist hier heute ja gar nicht Thema. Auf jeden Fall könnt ihr auch diese CD-Single für 5 bis 10 Euro bekommen. Also tatsächlich ist es so, dass Promo nicht immer selten bedeutet und auch nicht immer teuer bedeutet. Es gibt auch Promo-Singles, also zum Beispiel die ich euch heute zeige, die für wenig Geld auch leicht zu bekommen sind. Okay, dann verlassen wir mal die Standard-Singles von Invincible und kommen zu Singles, die nur als Promos veröffentlicht wurden. Hier zum Beispiel die Butterfly Single.
kommt dann auch in so einem generischen Sleeve daher. Ist auch ein US-amerikanischer Release. Ihr könnt hier auf den Labels sehen, auf den Promos sind oft noch so handgeschriebene Nummern drauf, die dann zur internen Organisation in den Radiostationen oder so waren. Das hier ist der Track Masters Remix, also ein Remix von Butterflies als Track 1 und dann Michaels A Cappella Version da drauf. Die ist wirklich wunderschön, klare Empfehlung, sich das mal anzuhören. Michaels Stimme, er singt ja auch sehr hoch, das ist wirklich toll, das mal isoliert zu hören. Und auf der anderen Seite ist dann die A Cappella-Version von Eve. Das ist eine Rapperin, die dort auf diesem Remix auftritt. Und dann noch das Instrumental. Seid nicht enttäuscht, wenn ihr das hört. Das ist nicht das Instrumental von der Albumversion, sondern das Instrumental von diesem Remix. Für mich jetzt nicht so unbedingt empfehlenswert. Jedenfalls sind auch diese Butterflies Vinyl-Singles aus den USA relativ einfach erhältlich und 20, 25 Euro würde ich sagen, seid ihr dabei. Das gilt auch für diese Butterfly-Single. Es gibt also zwei verschiedene Versionen von der Butterfly-Single aus den USA. Hier ist bei mir das generische Sleeve schwarz und das andere war ja weiß. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob das mal geändert wurde. Das ist jetzt aber ja auch nicht so wichtig. Hier erscheint derselbe Track, nämlich die Albumversion von Butterflies auf beiden Seiten. Ist also nicht mit Remix und A Cappella Version und so wie bei der anderen, aber trotzdem eine schöne Single. Und wie gesagt, auch die halt für irgendwie 20 Euro auf Discogs mal gucken, wenn ihr die haben wollt. Ein bisschen mehr bezahlen muss man dann für die amerikanische CD-Version von Butterflies. Die ist tatsächlich ein bisschen teurer, da habe ich jetzt auch länger gebraucht und lange mit mir gehadert, ob ich die kaufen soll. Ja, die kostet halt normalerweise so 50 Euro. Ich habe jetzt ein bisschen weniger, glaube ich, auch dafür bezahlt. Hier ist jedenfalls auch nur Butterflies drauf und kein Remix oder A Cappella oder so. Die ist auch ohne Picture Sleeve erschienen, also nur die CD-Hülle mit der CD drin. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass es da auch ein Picture Sleeve zu gab. Das ist aber Quatsch. Also das war wohl mal geplant, die Single kommerziell mit diesem Picture Sleeve zu veröffentlichen. Und es gab auch Promo-Poster, die irgendwo hingen, wo dieses Cover zu sehen war. Aber kommerzielle Versionen existieren davon schon mal gar nicht. Und die Promo-Versionen sind auch alle ohne Picture Sleeve. Das heißt, wenn ihr eine Butterfly-Single seht mit einem Picture Sleeve, dann kauft ihr nicht, denn das ist dann eine Bootleg-Version, die halt nicht offiziell erschienen ist. So, dann zu der letzten Invincible-Album-Single. Das ist die Unbreakable Promo-Single, die in Europa erschienen ist. Die hat tatsächlich nur diesen Sticker als Invincible-Design, sag ich mal. Der Rest des Sleeves ist wieder komplett schwarz. Und hier ist es tatsächlich auch so, dass die Labels auch unbedruckt sind, also einfach nur weiße Labels. Hier ist auf beiden Seiten die Albumversion von Unbreakable drauf, keine Remixe, kann nix, kann gar nichts. Würde man so, wenn man sie im Plattenladen sieht, vielleicht gar nicht erkennen als Michael Jackson Platte, wenn halt nicht dieser Sticker vorne drauf wäre. Das ist tatsächlich auch die einzige Version der Unbreakable Single. Es gibt da keine CD-Version oder keine weitere Vinyl-Version, nur diese eine Pressung. Die ist aber trotzdem auch nicht besonders selten. Hier bezahlt ihr vielleicht irgendwie 30 Euro für die Platte, also jetzt auch nicht so viel. So, dann verlassen wir mal das Invincible-Album und gehen rüber zum Number Ones Album, denn da wurde ja auch eine Single ausgekoppelt, und zwar die One More Chance Single. Sind wir wieder bei R. Kelly, ist auch ein von R. Kelly komponierter Song. Auch nicht mein Lieblingssong, aber das Design von dem Artwork, das gefällt mir ganz gut. Ihr seht auch hier keinen Barcode, die CD fast komplett weiß bedruckt. Und ja, auch hier, die habe ich damals glaube ich auch zusammengekauft, ist wie bei der You Rock My World Single noch so ein Text auf Spanisch. Ich glaube, das ist Spanisch. Schreibt mal in die Kommentare, ob das Spanisch ist. Und hier ist nur One More Chance als Track drauf. Diese One More Chance CDs sind super leicht zu finden, kriegt ihr für 5 Euro bei Discogs. Hier ist nochmal die eine und dann kommt hier direkt die nächste.
Ich halte es mal hier oben fest, dann seht ihr, dass hier unten bei der hier noch so ein Text ist. Hier ist nämlich dann der Paul Oakenfold Mix drauf und nicht nur die Standardversion. Hier, auch die kriegt ihr für 5 Euro, also die sind wirklich leicht zu finden. Es gibt auch einige Vinyl-Releases, also als Promo von der One More Chance Single, da habe ich allerdings keine von, deswegen kann ich euch da auch keine von zeigen. Aber die Invincible-Ära hört ja nicht mit One More Chance auf, sondern es gibt ja auch noch andere Sachen, die da veröffentlicht wurden, wo auch Promos rauskamen. Und da haben wir zum Beispiel hier die Ultimate Collection. Da habe ich schon mal ein Video gemacht zu der Box, die kam 2004 raus und wurde promoted, unter anderem mit dieser Highlights-Single. Hier ist dann eine Auswahl drauf von Tracks, die auf der Box auch erscheinen bzw. erschienen sind. Unter anderem halt sowas wie We've Had Enough, was ja auf der Box zum ersten Mal erst veröffentlicht wurde. Diese Single hier ist im UK erschienen, eben halt 2004 wie die Box. Und die ist jetzt, ich würde sagen, ja so mittelselten. Also die bekommt ihr für 40 Euro, sage ich mal so. Und was eben auch noch als Promotion für diese Ultimate Collection Box herausgekommen ist, ist die Cheetah Single. Und hier sind wir tatsächlich bei der Top 5 meiner Lieblings-Cover-Artworks von Michael Jackson. Das finde ich echt toll. Also diese Schrift ist golden, das Bild von Michael, das ist auch total schön und das ist wirklich ein super schönes Design. Ich sage das ja eigentlich immer bei allen meinen Videos, das Design finde ich so schön. Deswegen sammle ich ja auch, weil ich gerne schöne Sachen habe. Aber dieses Cover, schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem Cover sagt. Das ist mindestens in der Top 5 bei meiner Lieblingscovers, wenn es nicht sogar mein liebstes ist. Hier ist also der Song Cheetah drauf. Das war wohl auch geplant, das kommerziell als Single zu veröffentlichen, sonst hätten die sich nicht so viel Mühe gegeben mit dem Design, aber wurde dann halt offenbar gecancelt. Und hier drin ist dann noch so ein inneres Cover. Hier ist dann nochmal ein Ausschnitt aus dem Coverbild. Hier mit Michaels Handschuh. Hier unten ist auch diese Box nochmal abgebildet. Die ist im UK erschienen. Ich zeige euch nochmal die Disc. Die habe ich immer bei so Card Sleeves in so einer extra Hülle, damit da in der eigentlichen Hülle keine Ringwear entsteht. Die ist echt oft sehr teuer. Ich würde sagen, bezahlt ihr so 50 Euro dafür, wenn ihr die haben möchtet. Aber war für mich ein Must-Have, gerade wegen dieses Designs. Und die ist sogar auch, was mir natürlich ganz besonders gut gefällt, auch noch auf Vinyl erschienen. Ich hole sie mal raus. Hier nochmal dieses gleiche Cover. Schön, das auch nochmal in groß zu haben. Und hier gibt es sogar eine B-Seite. Also neben Cheetah als ersten Track ist hier auch noch der R. Kelly Remix von One More Chance drauf. Den hätten sie für mich jetzt nicht drauf packen müssen, aber meinetwegen nehme ich gerne. Und hier seht ihr auch nochmal die Labels, die sind auch total schön. Also einmal die A-Seite in Gold und die B-Seite in Silber. Wirklich, wirklich schön. Und das ist auch das teuerste und wertvollste, was ich euch heute gezeigt habe. Die kostet schon so 50 bis 80 Euro, je nachdem wie gerade so das Angebot ist. Ich habe für meine auch knapp 60 Euro bezahlt, aber die musste ich halt unbedingt haben, weil ich die halt so schön finde. Das waren jetzt alle meine Promo-Releases aus der Invincible-Ära, die ich besitze. Es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele, es gibt Sammler, die haben da viel, viel mehr, aber ich habe da, glaube ich, schon ein paar ganz coole Sachen, zumindest sehe ich das so. Vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich freue mich immer über Kommentare und Feedback und auch über Vorschläge, was ihr vielleicht gerne mal sehen möchtet. Dieses Video ist jetzt auch nur entstanden, weil das als Wunsch kam. Ich wäre sonst gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen, aber war eine gute Idee. Danke nochmal für den Vorschlag. Und ich freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und meinem Video einen Daumen nach oben gebt. Bis zu meinem nächsten Video könnt ihr mich ja auf Instagram besuchen und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.